Yo, Peace Leute, was geht denn? Und zwar, ja, ihr wisst Bescheid, ich will wieder mit Fußball ja anfangen, will mir dafür für meine Trainingseinheiten auch noch zusätzlich ein bisschen Krams kaufen, damit ich selber trainieren kann und so. Dazu gehört natürlich auch hier dieses Fitnessband, ja, wo ich echt lange gesucht habe, weil das mache ich eigentlich immer, wenn ich mir neue elektronische Geräte irgendwie so schnickschnackmäßig kaufe, bis ich es dann doch irgendwann mir hole. Und dabei ist dann hier dieses Xiaomi Mi Band 4 rausgekommen, weil ich wollte keine Watch haben, ja, die irgendwie so dick ist und dann einen nur nervt am Handgelenk und sowas. Ja, wenn ich eine Uhr haben will, will ich eine Uhr haben und nicht irgendwie was dazwischen. Deswegen, ich will was für Fitness haben, will mein Herzfrequenz sehen, will sehen, wie viele Schritte, die Distanzen, also ein Krams. Dieses Teil kann das wunderbar machen. Es ist wasserdicht bis 50 Meter, ist richtig gut. Und das Geilste an dem Teil, das hält 20 Tage. Ja, es kann fast 20 Tage halten. Hier unten steht es nochmal. Und ist absolut geil. Das Ding hat einfach alles, was ich brauche, damit ich für mein Training Daten aufnehmen kann. Und außerdem interessiert es mich auch mal, habe ich noch nie gemacht, für mich selber irgendwie so und könnte euch das dann auch mal zeigen. Vielleicht finde ich auch sogar Daten von Profis und so, dass man da ein bisschen generell so vergleichen kann, das Ganze. Und es ist nicht teuer, kostet 32 Euro, saubillig, ist das preis-leistungs-beste Band, was man sich, glaube ich, auf dem Markt zurzeit holen kann oder sowas. Werde ich euch empfehlen, werde auch ein Video zu all den Sachen dann machen, die ich bestelle, damit ihr das dann auch genau sehen könnt und dann irgendwann nochmal im Laufe der Zeit mal ein Feedback dazu geben zu den ganzen Sachen als kompaktes Video. Ja, wie zufrieden ich damit dann mal bin. So, das ist das erste Fitnessband, Leute. Ganz wichtig, werde ich mir holen. So, dann natürlich Hütchen, Freunde. Und zwar sind die echt günstig. Ich habe mir natürlich überall günstiges Zeug rausgesucht. 15 Euro, ihr habt 50 Hütchen. Ja, habe mir halt kurz überlegt, ob ich mir nicht noch irgendwie so eine Leiter holen will, wo man Steps machen kann. Hier diese Koordinationsleitern. Hier links unten. Hab kurz überlegt, hab mir aber gedacht, eigentlich kann ich das mit Hütchen genauso aufbauen. Und muss mir da nicht extra nochmal 20 Euro so eine dämliche Leiter holen, die man sich selber mit 2 Stricken und ein paar Hölzern machen könnte, theoretisch. Ja, deswegen werde ich das mit Hütchen aufbauen. Die hier kann ich euch empfehlen, sind super günstig. Werden wir dann sehen, wie gut sie wirklich sind, wenn ich sie dann bekomme. Dann kommen wir zu Bändern, Freunde, zu Fitnessbändern. Weil ich werde mein Training nicht im Dings machen, im Fitnessstudio oder sonst was. Richtig krass Muskeldrückerei und habt ihr nicht gesehen? Nein, mein Training generell speziell geht immer auf Kraft, Ausdauersachen, Geschichten, beziehungsweise mit dem eigenen Körper Stabilität trainieren und Spritzigkeit und schnelle Bewegungen, all solche Geschichten, ja. Und mit Bändern kann man auch genauso gut Kraftübungen machen wie mit anderen Geschichten und so. Aber wir wollen ja schnell werden. Ich will fit werden und will nicht irgendwie 5000 Kilo drücken. Ja, davon hat man einfach nichts. Ja, davon wird man nicht fit. Ja, davon wird das Herz nicht stärker, Leute. Das ist das Allerwichtigste. Hier kommt die Energie, ja, aus dem Herzen. So, deswegen Fitnessbänder, saugünstig, 10 Euro. Ihr bekommt hier 4 unterschiedliche Sorten. Das heißt, ja, in 4 Stärkeformen, ja, von Rot, Schwarz, Dings, immer ein bisschen stärker. Und das ist das günstigste, was ich finden konnte. Ja, generell so in dem Pack habe ich es eigentlich nicht wirklich gefunden. Das werde ich mir auch bestellen. Dann habe ich überlegt, wahrscheinlich mir noch so ein Balanceboard zu holen, ja, wo man dann das Fußgelenk stabilisieren kann und Übungen drauf machen kann, beziehungsweise für die ganze Stabilität des Körpers, sehr wichtig eigentlich auch. Und werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Bin mir noch nicht ganz sicher, sollte aber alles dann zur nächsten Woche da sein. Und ja, habe dann noch kurz überlegt, ob ich mir ein paar Spikes hole, ob das jetzt diese werden oder nicht. Für mich ist halt wichtig, wenn ihr euch Spikes holt, mal so für euer Training, falls ihr das wirklich mal machen möchtet, dass hier unten die Sohle auch fest ist, ja, und dass das nicht irgendwie so ein, wie das Teil hier, so ein Wabbelzeug ist, ja, was übelst biegbar ist. Also die Struktur sollte schon von hier vorne bis Mitte des Fußes oder weiter hinten so wirklich festes Gummiplastik sein, dass es nicht wabbelt. Ja, für Sprinttechnik und sowas. Aber das mache ich nur für mich, das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber meiner Meinung nach
ist es eigentlich nicht schlecht, wenn man wirklich auch Leichtathletik-Komponenten in sein Training mit einbaut. Ja, einfach weil so gut wie jeder durchschnittlich gute Leichtathlet schneller ist als jeder andere Fußballer, den es gibt. Ja, das müsst ihr euch einfach mal so in den Kopf reinhauen. Ja? Jeder durchschnittlicher Leichtathlet, der eine 10 irgendwas läuft, bis 11, ist schneller als jeder andere Fußballer, so gut wie. Ja? Deshalb probiert euch solche Lauftechniken auch irgendwie mal mit einzubauen, anzueignen. Und ja, es gibt nichts Besseres als Spikes auf dem Tatarboden dafür. Ne? Deswegen habe ich da auch nochmal kurz überlegt, falls ich irgendwas noch holen soll, könnt ihr mir das mal in die Kommentare noch mit reinschreiben, falls ich jetzt nicht so dran gedacht habe. Müsste ich dann mal entscheiden, ob das für mich wichtig ist. Aber an sich denke ich mal, dass das so, ja, für mich die wichtigsten Sachen sind. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal erzählen, ja, mal zeigen, werde mir das jetzt bestellen. Und sobald es da ist, mache ich natürlich ein Video davon, von den ganzen Sachen, Freunde. Und ich sage dann erstmal an der Stelle wieder Peace, Kuba bin ich, reingehauen und bis denn, Freunde.